Also diese mögliche Regierung hat sich ganz klar vorgenommen, für die Wirtschaft und für die Gesellschaft einen Aufbruch zu organisieren. Wir haben ja schon vor den Koalitionsverhandlungen, das ist ein großes gemeinsames Werk, das wir da vorhaben. Und ich bin sicher, dass wir damit der großen Verunsicherung, der Ungeduld auch in der Gesellschaft und in der Wirtschaft auch eine Antwort geben können. Wir haben sehr wohl eine gute Wahrnehmung dafür, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist, wie die Lage auch in der Wirtschaft ist, kraftvolle Antworten gegeben werden. Wir haben uns dazu befähigt, auch mit diesen Grundgesetzänderungen, aber... Das klingt nicht nach einer Wende in der Migrationspolitik mit Ihnen. Ich danke Ihnen. Bereits. Hey Leute, willkommen in der Realität. Saskia Esken stellt sich mal wieder einem Interview und blamiert sich dabei bis auf die Knochen. Sie redet sich raus, lügt dreist über die Wirkung der Grenzkontrollen und erklärt im Ernst, warum man nichts ausprobieren sollte, was anderen vielleicht nicht gelungen ist. Wenn ihr wissen wollt, wie eine Spitzenpolitikerin völlig den Bezug zur Realität verliert, dann bleibt unbedingt dran. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr dieses Interview findet. Ich bin gespannt. Auf geht's! Ich begrüße jetzt bei uns im Studio Saskia Esken, die Co-Parteivorsitzende der SPD. Guten Abend, Frau Esken. Guten Abend, Frau Zimmermann. Frau Esken, Sie haben es im Beitrag gehört, die Unternehmen werfen Ihnen vor, dass sie die Lage der Wirtschaft nicht verstehen. Sie fordern weniger Steuern und weniger Bürokratie vor allen Dingen. Ist Ihnen das egal? Also diese mögliche Regierung hat sich ganz klar vorgenommen, für die Wirtschaft und für die Gesellschaft einen Aufbruch zu organisieren. Wir haben ja schon vor den Koalitionsverhandlungen Grundgesetzänderungen möglich gemacht, damit wir sowohl in die Wirtschaft als auch in die Verteidigung, in die Gesellschaft investieren können und gleichzeitig eben auch solche Konsolidierungsmaßnahmen, wie sie jetzt angesprochen worden sind, auf den Weg bringen können. Das ist ein großes gemeinsames Werk, das wir da vorhaben. Und ich bin sicher, dass wir damit der großen Verunsicherung, der Ungeduld auch in der Gesellschaft und in der Wirtschaft auch eine Antwort geben können. Die Unruhe ist also vollkommen ungerechtfertigt, würden Nein, Sie sagen, Sie arbeiten? Gar nicht. Die Unruhe ist natürlich berechtigt, denn die Situation ist ja so, wie sie ist. Wir haben sehr wohl eine gute Wahrnehmung dafür, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist, wie die Lage auch in der Wirtschaft ist. Und natürlich sind da auch äußere Faktoren wie der Krieg in der Ukraine oder jetzt eben auch der Zollkrieg von Trump, die uns alle auch beunruhigen. Deswegen müssen auch kraftvolle Antworten gegeben werden. Wir haben uns dazu befähigt, auch mit diesen Grundgesetzänderungen. Aber es muss jetzt auch dazu kommen, dass Staat und Verwaltung eben auch modernisiert werden, damit wir das auch alles stemmen können. 40% der Wähler, so eine Umfrage im März, schreiben die größte Wirtschaftskompetenz der Union zu, nur 8% der SPD. Sollten Sie das Thema nicht einfach dem künftigen möglichen Koalitionspartner überlassen? Wir haben eine Menge Wirtschaftskompetenz und wir haben natürlich vor allem auch Kompetenz für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ja die Leistung in der Wirtschaft erbringen. Und deswegen, das muss schon ein gemeinsames Werk sein und das wird ein gutes gemeinsames Werk werden. Wir legen Wert darauf, dass wir insbesondere Investitionen in der Wirtschaft anreizen, dass wir es eben möglich machen, dass wieder in Deutschlands Zukunft in die Innovation auch investiert wird. Und damit wollen wir und werden wir vorankommen. Wir sprechen uns gleich noch mal zum zweiten Kernthema der Verhandlungen, nämlich zur Migration. Frau Esken, stimmt es, was der Migrationsforscher Thüm in dem Beitrag sagt? Findet die SPD, dass die Regeln, so wie sie sind, ausreichen? Es ist ganz klar, dass wir das Grundrecht auf Asyl, das in unserer Verfassung auch verankert ist, dort zu Recht verankert ist, auch auf der Grundlage unserer Geschichte und dass wir darin auch festhalten wollen. Obwohl es auch SPD-Stimmen gibt, die wir gerade gehört haben, die dagegen sind. Ja, und gleichzeitig haben wir sehr wohl erkannt, dass das europäische Asylsystem mit Schengen und Dublin und diesen Verfahren, die nicht mehr funktionieren, ja dysfunktional ist und haben deswegen Maßnahmen dagegen ergriffen. Zum einen eben ein neues gemeinsames europäisches Asylsystem zu vereinbaren, das jetzt umgesetzt werden muss und zum anderen bis dahin, bis es wirksam wird, eben auch verschärfte Grenzkontrollen einzuführen. Und die sind ja mit einem ziemlichen Effekt auch jetzt umgesetzt. Wir hören ja von der Innenministerin, wie stark die Zahlen zurückgegangen sind, wie viele Zurückweisungen im vergangenen Jahr bereits stattgefunden haben, dass wir also
durchaus in der Lage sind, mehr Ordnung in die irreguläre Migration zu bringen, was natürlich eine wichtige Aufgabe ist, um unsere Gesellschaft zu entlasten. Sie sagen jetzt, dass die Kontrollen zu den schwächeren Zahlen geführt haben. Wir wissen natürlich, dass die Zahlen vor allen Dingen so zustande gekommen sind, dass die Balkanroute von Serbien nach Ungarn geschlossen wurde. Das ist einer der wichtigen Gründe und die bleibt eventuell nicht geschlossen. Deswegen muss natürlich auch über andere Sachen nachgedacht werden. Sie haben es eben noch mal gesagt, Sie diskutieren das Grundrecht auf Asyl nicht. Warum diskutieren Sie eigentlich nicht das, was die Union gerne hätte, nämlich die Asylanträge in sicheren Drittstaaten? Das ist ein Verfahren, das viele andere auch schon vorgeschlagen und auch schon ausprobiert haben. Hat überall nicht funktioniert, also sollte man nicht unbedingt einen weiteren Versuch wagen, sondern wir sollten uns darum kümmern, dass wir damit, was wir haben, mit dem europäischen System weiter vorankommen, ein solidarisches und ein wirksames System auch in Europa zu etablieren, die Außengrenzen zu sichern und die Verfahren an den Außengrenzen für diejenigen durchzuführen, die eine geringe Bleibeperspektive haben. Das ist der Plan. Und diejenigen, die eine Bleibeperspektive haben, auch einigermaßen solidarisch auf die Mitgliedstaaten zu verteilen. Dann bekommen wir nämlich auch eine bessere, eben auch hier Händelbarkeit und eine bessere auch Entlastung der Kommunen hin. Die Drittstaatenregelung wurde bisher nicht richtig ausprobiert. Die britische Variante in Ruanda wurde im Grunde genommen bestätigt, nur nicht in dieser Form. Es hat einen richtigen Versuch noch nicht gegeben. Es gibt sehr viele EU-Länder, die diese Drittstaatenregelung auch anstreben. Das wissen Sie. Sie möchten das trotzdem nicht noch mal richtig angehen. Ja, wir haben die Versuche auch in Italien gesehen und wir haben festgestellt, dass es gescheitert ist. Also insofern, wir sollten unsere Energie nicht auf solche Ideen verschwenden, sondern wir sollten zusehen, dass wir, wie gesagt, GEAS in ganz Europa auch gut umsetzen, die Außengrenzen sichern und bis es wirksam ist, eben weiterhin an unseren Binnengrenzen auch die Kontrolle durchzuführen. Die Kontrolle führt ja nicht nur zu vielen Zurückweisungen, sondern auch zum Aufgreifen von Schlepperbanden, zur Zurückweisung von Schleusungen und auch zum Aufgreifen übrigens von Kriminellen, deren Haftbefehl schon lange anhängig ist und die wir bisher nicht erwischt haben. Das klingt nicht nach einer Wende in der Migrationspolitik mit Ihnen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Esken. Wir hören, dass Sie sich für ein Ministeramt interessieren. Möchten Sie das bei uns bestätigen? Wir haben jetzt in diesen Tagen dringend über die Wirtschaftssituation zu sprechen. Wir haben darüber zu sprechen, wie wir unsere sozialen Sicherungssysteme in der Demografie stabilisieren. Wir haben viele wichtige politische Themen. Die Personalfragen spielen keine Rolle. Das bringt uns zu unserem nächsten Thema. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Esken. Was Saskia Esken da von sich gibt, und ich weiß nicht, ob sie selber noch glaubt oder einfach hofft, dass die Leute es nicht merken. Sie behauptet doch tatsächlich, die SPD würde sich um die wirklichen Sorgen der Menschen kümmern. Echt jetzt? Welche Sorgen meint sie denn? Die explodierenden Mieten? Die Migration? Die komplett aus dem Ruder läuft? Die Rekordverschuldung? Die schleichende Deindustrialisierung? Die SPD hat doch bei all dem entweder mitgemacht oder sogar angeführt. Und dann redet sie über Zusammenhalt und gesellschaftliche Verantwortung. Aber dieselbe Frau spaltet seit Jahren. Wer anderer Meinung ist, wird bei ihr direkt in die rechte Ecke gestellt. Das ist keine Politik für die Menschen, das ist reine Ideologie. Und was mich wirklich aufregt, sie spricht von Zukunft und sozialer Gerechtigkeit. Aber gleichzeitig wird das Geld für deutsche Rentner, Familien und Pflegekräfte gekürzt, während Milliarden in aller Welt verteilt werden. Wo ist da bitte die Gerechtigkeit? Sie redet und redet, aber sie sagt nichts. Das ist wie eine Dauerschleife aus leeren Phrasen. Keine konkreten Lösungen, kein realistisches Bild der Lage, nur Beschwichtigung und Ablenkung. Und wenn man sie dann auf Fehler anspricht, kommt sofort das große Aber die AfD. Das ist doch kein Argument, das ist ein Ablenkungsmanöver. Saskia Esken redet viel, aber die Wahrheit ist selten dabei. Und mit dieser Art von Politikern werden wir die Probleme in diesem Land nicht lösen. Passt auf euch auf, bleibt wachsam, denkt selbst. Wir sehen uns im nächsten Video und wenn ihr es noch nicht getan habt, liken, abonnieren, kommentieren. Bis dann.